Beige Ledersitze sehen sehr schnell ziemlich oll aus, aber wir kriegen sie auch wieder dahin und vor allen Dingen können wir dafür sorgen, dass es auch so bleibt. 80% des Ergebnisses haben wir jetzt schon mit einer gründlichen Reinigung erzielt. Das heißt, hier ist wirklich viel Schmutz weg. Was man nicht vergessen darf, Schmutz auf Leder, wenn er besonders lange drauf ist, aufgrund des falschen pH-Wertes, verbindet sich mit dem Klarlack, dem Topcoat des Leders. Das heißt, wenn der Sitz so dreckig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Klarlack bereits durch den Schmutz kaputt ist. Das heißt, in jedem Fall bei so einem Sitz sollte der Klarlack in irgendeiner Form, der Topcoat, erneuert werden. Bei diesem Sitz haben wir jetzt noch ein, zwei andere Problemstellen, die tatsächlich entfärbt sind, auch wenn der Sitz auf den ersten Blick jetzt fast wieder wie neu aussieht, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Aufarbeitung der entfärbten und kaputten Stellen. Der hat auch hier ein Löchlein und da unten ein Löchlein. Das werden wir jetzt erstmal instand setzen und wieder in einen möglichst werksneuen Zustand bringen. Und dann gibt es auch Produkte, die dafür sorgen, dass dieser Zustand möglichst lange erhalten bleibt und mit ein bisschen Pflege gar nicht mehr hier hinkommt. Der Vorteil bei Beige ist, man sieht, wenn sie dreckig sind und kann rechtzeitig reinigen. Das ist bei Schwarz schwieriger. Dafür sieht Beige natürlich optisch auch schnell dreckig aus, während Schwarz sauber aussieht, also erst kaputt geht, bevor man wirklich erkennt, dass schwarzes Leder dreckig ist. Da der Tipp an der Stelle, wenn du schwarzes Leder hast, sobald Leder anfängt zu glänzen, wenn es mal matt war, ist es dreckig. Das Abkleben musst du bitte nicht zu Hause nachmachen. Das ist jetzt nur zu Anschauungszwecken, damit wir für dich ein starkes Vorher-Nachher-Ergebnis darstellen können. Bitte nicht abkleben zu Hause. Die Abklebelinie zu entfernen ist relativ schwierig, deswegen bitte nicht abkleben. Wir reinigen hier mit dem Lederreiniger Stark von Colorlock und einem Scrub-Pad. Alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt zum Nachkaufen und dann auch nachmachen. Ob man jetzt hier das Scrub-Pad oder die Bürste nimmt, muss man immer ein bisschen ausprobieren. Das Scrub-Pad ist erstmal die wahrscheinlich mildere Wahl, aber auch die, sage ich mal, nicht ganz so effektive Wahl. Vor allen Dingen, wenn man sehr strukturiertes Leder hat, kommt man mit der Bürste besser in die Tiefe. Wir haben es jetzt hier getreu dem Motto von leicht nach stark, also von sanft nach hart oder von sanft nach grob, erstmal mit der milden Methode probiert. Später kommt die Bürste zum Einsatz. Abgewischt wird das Ganze mit einem hochwertigen Mikrofasertuch oder einem Baumwolllappen. Wichtig ist, bitte keine billigen Mikrofasertücher aus dem Supermarkt oder diese ganz günstigen nehmen, weil die können aufgrund der Rauheit der Oberfläche das Leder beschädigen. Wäre jetzt hier auch egal, weil wir es komplett aufarbeiten, aber prinzipiell hochwertige Mikrofasertücher und Leder, gar kein Problem. Und wenn du da wirklich unsicher bist, einfach Baumwolle. Bei Leder ist es wichtig, immer Teilbereiche zu reinigen und dann abzuwischen, denn wir wollen nicht, dass zu viel Feuchtigkeit ins Leder eindringt. Denn auch wenn 99% der Autositze lackiert sind, also nicht mehr atmungsaktiv sind, sind sie zu 2% atmungsaktiv. Das heißt, Feuchtigkeit kann rein. Das wollen wir vermeiden, nicht zu lange drauf stehen lassen. Der Unterschied ist jetzt schon deutlich zu sehen und jetzt geht es eigentlich an die Farbaufarbeitung. Dafür brauchen wir nach dem Entfetten eine Schicht Grundierung. Das ist sozusagen der Haftvermittler, der dafür sorgt, dass unsere Farbe hält. Und während die Grundierung trocknet, kümmern wir uns ums Farbemischen. Die wird nämlich bei uns jedes Mal individuell angemischt. Wer keine komplette Farbpalette da hat und nicht mischen will, kann sich die Farben auch im Lederzentrum bestellen. Link findest du unten. Dann geht es nämlich an die Farbe. Die wird in dünnen Schichten immer deckend gesprüht. Das ist ganz wichtig, nicht zu dicke Schichten. Das würde einmal die Haptik beeinflussen, also es würde sich ein bisschen plastikartig anfühlen und es kann Läufer geben. Deswegen immer dünne Schichten sprühen, mit dem Föhn trocknen oder an der Luft trocknen lassen, wobei es mit dem Föhn ein bisschen schöner und schneller geht und dann wieder die nächste Schicht und das ganz einfach so lange machen, bis das Ergebnis deckend und zufriedenstellend ist. Ansonsten, wer nochmal intensiv das Thema Lederaufbereitung sich anschauen will, dazu haben wir auch nochmal ein Video oben verlinkt. Die Farbe hinter mir trocknet jetzt noch, beziehungsweise der Klarlack, der drauf ist. Danach kommt noch der letzte Schritt, Versiegelung. Die kommt immer drauf, aber in dem Fall ganz spezielles Produkt, Top Life Profi Version. Also eine Langzeitversiegelung für Lederoberflächen, die nachgewiesenermaßen Schmutz, Anhaftung reduziert, die Reinigung erleichtert, UV-Verhalten verbessert und von der Struktur so eine Art Klarlack ist, also auch eine Art Topcoat mit dem Unterschied, dass normaler Topcoat auf Abriebsfestigkeit und UV-Beständigkeit modelliert ist und dieses Top Life eben auf Wiederanschmutzungsverhalten optimiert und an die Vergilbung optimiert ist. Jetzt piept ihr auch die Waschmaschine, die ist jetzt auch noch auszuräumen. Wir machen noch den letzten Schritt, nehmen euch dabei mit und dann gibt es auch schon die Finish-Bilder. Der letzte Schritt der Aufbereitung, wenn die Farbe deckend ist und komplett durchgetrocknet ist, ist der Topcoat. Den gibt es in matt oder glänzend. Den sprühen wir dann auch aufs Leder, wird auch auflackiert. Hier ist ganz wichtig, sehr dünn sprühen. Eine bis maximal zwei vernünftige Schichten, aber nicht zu dick, weil der ist relativ wässrig und kann laufen. Da ist auch noch ein Additiv drin, ein Härter sozusagen, der dafür sorgt, dass der Topcoat besser hält. Und dann geht es auch schon an die Konservierung, nämlich die Versiegelung mit Top Life. Die Endanwenderlösung kann jeder selbst mit einem Schwämmchen auftragen. Das hält dann ungefähr, ja, wir sagen so 3 bis 6 Monate, sollte dann regelmäßig wiederholt werden oder bis zu 1 Jahr bei regelmäßiger Pflege. Das Profi-Produkt, was wir hier verwenden, hat noch ein spezielles Additiv, eine Art Härter mit drin, das einfach dafür sorgt, dass das Produkt deutlich länger schmutzabweisend bleibt. Das wird dann aufgesprüht, auflackiert und dabei ist nur wichtig, dass sozusagen alle Bereiche, die nicht
nicht versiegelt werden sollen. Das sind glänzende Teile, Glas, Metall, lackierte Teile, also alles, was nicht aus Leder und Kunststoff ist, dass das vernünftig abgeklebt wird. Alle Bereiche, die jetzt noch nicht in der Aufbereitung, in der Lederaufbereitung repariert und damit vorher entfettet wurden, müssen vorher entfettet werden. Da gibt es ein spezielles Top-Life Prepare, also einen Entfetter, wie bei der Keramikversiegelung für den Lack, der dafür sorgt, dass wir eine optimale Haftung haben und das Produkt möglichst lange hält. Dann Klebeband abziehen, Ergebnis genießen, aushärten lassen, wichtig, über Nacht mindestens. Das Auto oder das Leder ist ungefähr nach einer Woche voll belastbar, aber mindestens über Nacht 12 bis 18 Stunden sollte das Auto in kontrollierter Umgebung sein, nicht zu doll angefasst werden und ja, einfach das Leder geschont werden, dann ist es ready to go. Leder erfordert wie alle anderen Oberflächen am Auto regelmäßige Pflege und bei Helmleder sieht man es auch, wenn man es versäumt, das zu machen. Deswegen wirklich dranbleiben und wenn man sagt, ich möchte den Zyklus etwas verlängern, auch gerne eine Langzeitversiegelung wie das Top-Life wählen, dann hat man einfach mit der Pflege weniger Arbeit. Das heißt aber nicht, dass du gar keine Arbeit mehr hast, weil auch dieses Top-Life ist kein Wunderprodukt, was das Leder von alleine reinigt, dass es nie wieder dreckig wird. Dann brauchst du Sitzbezüge, denn du musst auch reinigen. Alle 3 bis 6 Monate, je nach Fahr- und Nutzungsverhalten, je nachdem, ob du blaue Jeans trägst oder Hosen, die nicht so färben, alle 3 bis 6 Monate mild reinigen und mit der Lederversiegelung zwischendurch gerne auch mal auffrischen, 1 bis 2 Mal im Jahr, um einfach das Top-Life immer wieder aufzufrischen und zu boostern sozusagen, genauso wie bei einer Lackversiegelung aus, wo man immer wieder mit jeder Wäsche oder regelmäßig zumindest die Versiegelung auffrischen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haut rein!